So, willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns in dem heutigen Video beschäftigen mit der Sonnenblende von unserem Fahrzeug. Über die lange Produktionszeit vom 107er gab es diese Sonnenblende in verschiedenen Varianten und Ausführungen. Ich habe jetzt hier 2 Stück da liegen der zweiten Serie in der Sonderausstattung mit Licht innen drin und Spiegel für Fahrer und Beifahrer. Ich möchte euch heute ein bisschen was über die Sonnenblende erzählen, dann passen wir die Sonnenblende farblich an. Ihr werdet die Sonnenblende, wenn dann alles passt, oben am Fahrzeug anschließen und zum Schluss gibt es wie immer die Teilenummern und Funktionsschema nochmal über diese Anschlüsse von der Sonnenblende. Und dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und starten voll nach dem Intro. Zwei neue gebrauchte Sonnenblende der Luxusausführung. Diese Sonnenblende waren optional erhältlich ab 1986 für den 300er, für den 420 und für den 500er SL konnte man diese Sonnenblende dazu bestellen bei der Fahrzeugbestellung mit Beleuchtung und Spiegel für Fahrer und Beifahrer. Beim 560 SL war diese Sonnenblende Serie. So, und da wir oben am 560er schrauben, habe ich natürlich über ein Jahr jetzt nach der Sonnenblende gesucht. Das ist beim 107er Thema Sonnenblende nicht ganz so einfach. Der eine oder andere, wo er auch schon mal gesucht hat, wird das bestätigen können, dass die, wenn man welche findet, die meist sehr hochpreisig sind. Und wie gesagt, diese mit Spiegel und Beleuchtung relativ schwer zu finden sind. Wir wollen jetzt erstmal einen Funktionstest machen, ob die Lichter noch funktionieren hier drin. Ich habe jeweils links und rechts vom Spiegel habe ich hier eine Beleuchtung. Das ist eine ganz normale 5 Watt Soffite Lampe, die es auch mittlerweile auch schon mit LED-Technik gibt. Die sind hier der Länge nach rechts und links verbaut vom Spiegel. Ich habe jetzt hier ein Netzteil und dann wollen wir jetzt mal geschwind Saft drauf geben und dann mal schauen, ob die Teile noch funktionieren, bevor wir sie oben am Fahrzeug einbauen. So, ich schließe die 2 Käbel hier an. Schalte mein Netzteil ein. Ja, gebe 9 Volt mal drauf, klappe den Spiegel auf und seht, es funktioniert. Wenn ich die Klappe wieder einklappe, müssen die Lichter ausgehen. Sieht man es. In der Position sind sie bereits schon aus. So, der hier funktioniert. Alles klar. Teste ich den zweiten. Wenn die Sonnenblende dann so ausgebaut sind vom Fahrzeug und so da liegen, kann man die relativ leicht zum Reiniger diesen Drehstab hier rausnehmen. Der Drehstab ist hier auf der Seite, kann man den hier einführen. Der hat hier so eine Nase drin, um diesen Clip, der dann hier hinter drauf kommt, auf Position zu halten. Schiebe einfach hier in die Führung, in den oberen Bereich der Sonnenblende dann hier so ein. Mit der Halterung nach unten, weil hier habe ich noch eine Nase, wo dann das Gestänge quasi dann, wenn es drin ist, in Position hält, beziehungsweise dann verhindert, dass die Sonnenblende von der Stange rutscht. Und hier hinter, wenn der Stab dann hier durch ist, wird dann dieser Clip quasi so gehalten und den kann ich dann in den Fensterschlüssel, wo diese Tülle dann später eingeschraubt wird, arretieren. Und habe dann hier geringes Spiel
wo ich dann die Sonnenblende dann auch hoch und runter klappen kann. So, die Funktion haben wir überprüft, beide funktionieren, also steht dem Einbau im Prinzip nichts mehr im Wege. Wir machen das jetzt alles noch sauber, vor allem diese Stäbe hier von der Sonnenblende sind doch sehr stark verschmutzt und korrodiert. Und die wollen wir jetzt mit einem Tausender Schmuddelpapier erstmal sauber machen und werde dann die Sonnenblende im Anschluss farblich anpassen. Lederspray, eine Lederfarbe von VLC, was am nächsten an die Farbkodierung von meiner Innenausstattung hinkommt. Ich habe mit dieser Farbe auch meine Türpaneele, meine Türpappe damit schon besprüht und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Bevor wir anfangen, die Sonnenblende farblich anzupassen, werde ich erstmal die Anschlüsse hier verlängern und werde dann noch ein bisschen Kabel ranlöten, weil es dann nachher für die Installation am Fahrzeug nicht ausreicht. Deshalb löten wir da erstmal noch ein bisschen Kabel hin. Dann werden wir die Stelle abkleben, die farblich nicht angepasst werden müssen, und werde dann die Oberfläche anraue, anschleife, erst mit dem 800er Sandpapier und dann mit dem 2000er Sandpapier, dann mit Silikonentferner dann sauber mache, und wenn dann alles trocken ist und alles vernünftig vorbereitet ist, dann mit der Lederfarbe ansprühen. Wir haben jetzt sämtliche Vorarbeiten quasi erledigt. Wir haben die Sonnenblende angeschliffen, wir haben alles abgeklebt, soweit das, was nicht nachher Dattelfarben sein soll, haben wir abgeklebt. Die zwei Leuchten hier drin und den Spiegel, das Ganze drumherum brauchen wir ja dann nachher in der Farbe der Innenausstattung, also sprich Dattel 274. Wir haben alles entfettet, alles gereinigt mit Silikonentferner, und jetzt fangen wir an, gleichmäßig die Farbe aufzutragen. So, jetzt hier oben am Fahrzeug. Ich habe jetzt die Sonnenblende angeschlossen hier an den Pluspol von meiner Innenbeleuchtung. Hier ran einfach mit so einem Kabelschuh das Käbele von der Sonnenblende mit rein. Und der Minus kommt ja dann hier oben an den Windschutz, an die A-Säule dahin. Wenn ich es jetzt hier hinhalte, ja, kann ich nochmal überprüfen, ob das Ganze funktioniert. Das funktioniert einwandfrei. Und jetzt setzen wir die Sonnenblende an und installieren wieder unsere Fensterschlüssel.
Zur Installation und Abnahme von den Fensterschlüsseln gibt es ein separates Video, das blende ich euch jetzt ein, dann könnt ihr euch das auch noch anschauen und dann bauen wir jetzt das Ganze wieder hin. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende von unserem Video über die Sonnenblende. Ich möchte noch geschwind hinzufügen, ich weiß nicht, ob das im Video ganz deutlich wurde. Für die Installation der Sonnenblende reicht es, wenn ihr die Fensterschlüssel oben, die kleine, kurze, jeweils rechts und links am Windfang abmontiert und dann die Kabel dahinter verlegt. Ihr braucht diesen langen Fensterschlüssel, der horizontal an der A-Säule verläuft, nicht abnehmen. Ihr müsst nur, falls er oben befestigt ist, mit einer Blechschraube die Blechschraube hier lösen und dann kommt die Halterung hier, wird da dagegen geschraubt und mit dem Fensterschlüssel am Rahmen dann fest montiert. Wie gesagt, den braucht ihr nicht komplett rausmachen, das reicht, wenn ihr den oberen wegmacht. Ja, und dann freut es mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen. Schließt ein Abo ab und teilt das Video, wäre ganz toll. Im Anschluss kommen jetzt nochmal die ganzen Teilenummern von der ganzen Komponente mit der ganzen Schraube und Aufnahme und nochmal das Einbauschema, wie das Ganze dann aussehen muss und verlegt werden muss. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Video, auf das Interesse und sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.